Tja Leute, hier bin ich heute unterwegs mit dem Charwan Bike. Ja, ihr wisst, ich liebe Falträder. Ja, und das hier, ja, das ist heute ein 18 Zoll Faltrad. Es fährt elektrisch, ja, mit dem Zeus-Antrieb und sieht sehr komfortabel aus. Ja, und lässt sich zudem auch noch recht klein falten. So weit, so gut, aber dieses hier hat eine Spezialität, das kein anderes hat. Ja, guckt mal hier. Ja, dieses kleine Bauteil sorgt dafür, dass ihr das Rad so einstellen könnt, dass es für kleine Personen funktioniert und auch für große Radfahrer. Ja, und wenn ihr das spannend findet, dann begleitet mich heute beim großen Charwan-Test. Liebe Zuschauer von Martins Bike, liebe Faltrad-Fans, ja, heute teste ich für euch hier dieses 18 Zoll E-Faltrad, das Charwan aus der Slowakei. In einem Video habe ich es euch bereits vorgestellt, ja, und heute teste ich es. Ich teste es am Berg, wir schauen uns das Falten an und auch hier die Besonderheit, dass man dieses Faltrad auseinanderziehen kann und damit ist es für kleine Menschen, für Kinder ab 6 Jahre, bis große Menschen, bis 2 Meter möglich, damit zu fahren. Und das schauen wir uns an. Das Fahrrad hat natürlich noch ein paar andere Raffinessen. Ja, klar, hier dieser elektrische Zeus-Antrieb, den stelle ich euch gleich vor. Genauso hier wie diese F-Neo Dreigangschaltung. Und ansonsten für den Hinterkopf, ja, dieses Faltrad gibt es natürlich auch in anderen Ausstattungsvarianten ohne E-Antrieb. Oder mit E-Antrieb und nur Single Speed. Schaut euch das auf der Webseite mal an. Aber ich teste heute für euch dieses Charwan in der Vollausstattung. Das ist wirklich interessant. Das Charwan Bike hat Riemenantrieb, aber auch eine Dreigangschaltung. Viele würden sagen, na und, bau doch eine Nabenschaltung ein, ja, die hat mehr Gänge. Aber da hier der Zeus-Antrieb verbaut ist, ja, der ein Hinterradantrieb ist dort einfach kein Platz. Für eine Nabenschaltung und auch für eine Kettenschaltung ist der Platz sehr gering. Man kann also nur an der Tretkurbel schalten, ja, und in diesem Fall hat man eben auf die F-Neo Dreigangschaltung gesetzt. Ja, hier ist diese F-Neo-Schaltung verbaut und ich zeige euch mal, wie man beim Charwan schaltet. Im Prinzip benutzt ihr dazu euren linken Daumen und ihr schaltet, wenn ihr nicht tretet. Also wie bei einer Nabenschaltung. Und hier schaltet ihr einen Gang hoch und hier einen runter. Ja, wenn ihr also elektrisch fahrt, der normale Alltagsgang ist also der zweite Gang hier in der Mitte. Und das ist ein echter Allrounder. Also er ist prima zum Anfahren, elektrisch. Und ihr könnt den aber auch locker nutzen bis 22 km/h. Der erste Gang hier ganz links, ja, ist für die Steigung da, ja, wenn also ein Berg kommt. Ja, denn dieser Zeus-Antrieb, der hat keinen Neigungssensor. Beim Velobike Plus zum Beispiel, da gibt es diesen Neigungssensor und dann braucht ihr da keinen Berggang. Da wird nämlich intern in diesem Zeus geschaltet. Aber beim Zeus ohne Neigungssensor geht das auch, ja, denn ihr habt ja hier noch den ersten Gang und ihr könnt aber auch im zweiten Gang locker Steigung bis 4% bewältigen und darüber hinaus dann natürlich im ersten Gang und das geht bis 16% Steigung. Ja, das teste ich auch, aber dazu gleich mehr. So, den dritten Gang, den könnt ihr wählen ab ca. 15 km/h. Der sorgt nämlich für eine sehr ruhige Trittfrequenz und dieser Gang, ja, der schiebt euch bis 25, 26 km/h. So lange unterstützt euch der Zeus hier in diesem Fall. Dann ist natürlich die Frage beim Charwan, wie fährt es sich über 25 km/h, wenn die elektrische Unterstützung deaktiviert wird. Aber ich habe es nicht geschafft, das Charwan Bike da noch schneller zu treten. Ja, das hat nicht geklappt. Mit Ausnahme eines Gefälles. Ja, wenn ihr das habt, und da reicht schon ein kleines, dann könnt ihr auch schneller als 25 km/h radeln. Und das geht hier im dritten Gang ganz angenehm bis 32 km/h. Ja, im dritten Gang könnt ihr aber auch elektrisch die ganze Zeit fahren, ja, wenn ihr nicht schalten wollt. Ja, das geht. Ihr könnt dann allerdings keinen Raketenstart hinlegen. Ja, muss man auch nicht.
Wenn ihr dieses Bike ohne elektrische Unterstützung durch euren Kiez düsen lassen wollt, ja, dann nutzt eher den ersten Gang zum Anfahren und schaltet dann irgendwann in den zweiten Gang hoch. Ja, aber zu mehr Schwung hat es eben nicht gereicht. Sprich, den dritten Gang, ja, habe ich bei meinen Tests im manuellen Fahren eher nicht angewählt. Die FNEO-Schaltung funktioniert also gut hier in Zusammenarbeit mit dem Zeus-Antrieb, aber ich hatte Schwierigkeiten trotzdem, ja, mich dran zu gewöhnen. Ja, denn diese Klickschaltung hier lässt sich ja nur mit dem Daumen bedienen und beim Runterschalten mit dem Daumen, ja, muss man dann doch etwas mehr Kraft aufbringen. Das geht nicht ganz so leicht von der Hand. Das Hochschalten dagegen geht etwas flockiger. Ja, an dieser Stelle noch ein paar Worte zum Zeus-Antrieb. Wer den nicht kennt, ja, das ist ein Akku und Motor in einem. Er kann 30 Newtonmeter powern und ihr könnt über den Boost hier an der Fernbedienung auch bis 40 Newtonmeter an Kraft entfalten. In diesen 3,2 Kilogramm stecken 171 Wattstunden Akkupower, ja, für die Reichweite. Und normalerweise könnt ihr hier durchs Rückwärtstreten, also rekuperieren, Energie gewinnen. Das geht hier allerdings nicht wegen der FNEO-Dreigangschaltung. Würdet ihr einen Charvan kaufen mit der Single-Speed-Schaltung und dem Zeus, da funktioniert das Rekuperieren beim Rückwärtstreten, hier allerdings nicht. Aber letztlich geht es doch, und zwar hier an der Fernbedienung. Ja, hier dieser untere Button, wenn ihr den länger drückt, dann bremst der Zeus das Rad. Und diese Bremse entsteht eben durch Rekuperation. Also letztlich könnt ihr doch rekuperieren, zumindest hier durchs Drücken dieses Buttons. Ja, dann gibt es 3 Modi beim Zeus, die fürs Fahren sorgen. Das ist einmal der Eco-Modus. Da fahrt ihr fast unendlich, weil das Rad die ganze Zeit auch beim Vorwärtstreten so ein bisschen rekuperiert. Und je nachdem, wie voll der Akku ist, gibt dieser Eco-Mode ein bisschen mehr Energie frei oder weniger. Allerdings ist dieser Modus bei mir nicht so beliebt, denn dieser Modus fährt sich wie ein normales Fahrrad. Aber es gibt noch diesen Custom Mode, den kann man selber programmieren. Dann fährt er sich fast ein bisschen wie der Turbo-Modus, aber man kann ein paar Abstriche machen und dabei Energie sparen. Und natürlich gibt es dann noch den Turbo-Modus. Ja, das ist hier das powervolle Maximum. Die Reichweite auf einer normalen Strecke beträgt ungefähr 30 bis 35 Kilometer im Turbo-Modus. Und ja, ihr könnt diese Reichweite aber strecken, ja, wenn ihr im Custom-Modus eben ein bisschen weniger Anfangspower beim Losfahren einstellt. Oder ihr könnt auch die höchste Unterstützungsstufe etwas limitieren, also nicht 25 km/h, sondern ihr stellt dann zum Beispiel 22 km/h ein. Das geht auch, dann spart ihr auch Energie, aber ich persönlich reduziere lieber die Anfangspower etwas, aber das ist eben Geschmackssache. Also der Zeus powert ordentlich beim Turbo-Modus, wenn ihr startet, ja, wenn ihr lostretet. Aber ich kann auch sagen, so oberhalb von 22 km/h fährt der Motor auch so seine Kraft zurück. Das ist okay, um Akku zu sparen. Aber wer eben sich mit E-Bikes auskennt, der merkt dann, dass viele andere E-Bikes über 22 km/h mehr Power bieten als der Zeus. Ja. Daher sage ich gerne an dieser Stelle unbedingt Probe fahren. Ja. Nicht, dass ihr enttäuscht seid. Ja. Ich finde den Zeus gut so, wie er ist, aber wer anderes gewohnt ist, Zum Zeus gibt es dann noch diese kleine Fernbedienung. Diese zeigt uns hier die Akku-Restpower an. Die kann aber auch die Geschwindigkeit anzeigen, hier diese LEDs, oder auch die Rekuperation, je nachdem, was man da einstellt. Mit diesen beiden Buttons könnt ihr die Modi ändern, sofern ihr denn wollt und nicht das Smartphone benutzen wollt. Und ebenso könnt ihr mit diesen Buttons den Boost aktivieren durch längeres Drücken. Ja, der mittlere Knopf ist hier für das Ein- und Ausschalten zuständig. Neuerdings piepst die Fernbedienung sogar und ich hatte das Gefühl, der Akku der kleinen Fernbedienung hält jetzt länger als bei der Fernbedienung, die ich mal hatte. Aber das war auch die erste Generation damals und vielleicht ist da jetzt auch ein stärkerer Akku drin. Außerdem gibt es hier neuerdings in der Zeus-App auch eine Akkustandsanzeige der Fernbedienung. Ja, ihr wisst, den Zeus aktiviert man, indem man auf 10 km/h hochbeschleunigt und dann 3-mal rückwärts tretet. Aber bei diesem hier ist es ein bisschen anders. Ja, da tretet ihr im Stand einmal in die Pedale, sodass das Hinterrad einmal sich dreht. Dann drückt ihr hier den mittleren Button von der Fernbedienung und wenn dann die Anzeige blinkt, dann nochmal drücken und dann ist der Zeus mit der Fernbedienung verbunden und aktiviert.
Ja, in der App sieht man also hier die km/h, ja, die Restpower vom Zeus-Akku und hier oben seht ihr eben die Fernbedienung und wie voll sie ist. Wenn ihr tretet, leuchtet die Energieanzeige grün und wenn ihr rekuperiert, dann leuchtet es blau. Ja, also so viel und so kurz erstmal mein geballtes Wissen hier zum Zeus-Antrieb. Habt ihr Fragen, dann einfach in den Kommentaren diese stellen und ich versuche dann meist schnell drauf zu antworten. Ja, an dieser Stelle kommt mein gefürchteter Bergcheck. Ja, ich jage E-Bikes immer hier so eine Steigung hoch hinter meinem Haus. Ja, und diesmal das Charvan mit dem Zeus. Ja, das sind ja hier 16% Steigung, mehr oder weniger, die ich hier gerade hochfahre mit Schwung. Ja, und dann gibt es hier immer diese Unterbrechung, ja, wo ich oft absteigen muss. Aber ihr seht, ja, ich bleibe hier drauf, radel weiter. Dann gibt es nämlich nochmal so eine Unterbrechung. Aber ich muss nicht absteigen, ja. Das liegt nämlich an dem Zeus-Antrieb. Ja, man hat hier ja keine Verzögerung beim Treten und dadurch komme ich auch nicht ins Schlingern. Ja, also ich habe es hier geschafft und ich habe hier sogar noch einen kleinen Kommentar nach dieser Bergfahrt aufgenommen. So, okay. Okay, ich bin auf jeden Fall den Berg hochgekommen, musste nicht absteigen bei dieser Barriere und ja. Allerdings hat sich der Motor doch ganz schön bemüht. Ich musste doch ordentlich Kraft reingeben in die Beine. Aber zumindest musste ich nicht aus dem Sattel. Ja. Insofern Mission gerade so bestanden. Das Charvan sieht echt knuffig aus und so fährt es sich auch. Man ist sehr agil unterwegs, es ist komfortabel und robust. Ja, so richtig Spaß macht das hier mit dem Charvan durchs Gelände, also in dem Fall durch den Wald zu fahren. Denn auf den Rädern sind die Billy Bonkers von Schwalbe drauf. Ja, das sind Pumptrack-Reifen. Und da durchs Gelände mitzuheizen, das macht wirklich Laune. Ja, und gerade auch mit dem Zeus-Antrieb kommt man sogar durch Sand. Ja, man muss ein bisschen Schwung nehmen, man darf nicht absteigen und dann kommt man durch. Eigentlich wollte ich euch das als Aufnahme zeigen. Leider sind mir die verloren gegangen. Also seht ihr hier, wie ich durch den Wald heize. Ja, und hier fühlt man sich richtig wohl in dieser Kombination Zeus, Billy Bonkers und Charvan. Ja, auf gerader Strecke und Asphalt fährt es sich auch sehr gut, ja, allerdings etwas wobbelig, wenn man hier zu sehr am Lenker zerrt. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Griffe beim Lenker nicht ganz so weit auseinander sind. Ja, das ist allerdings nicht störend, ja, man gewöhnt sich dran. Und im zusammengeschobenen Charvan, da sieht der Effekt so aus, wie ihr es eben in der Aufnahme gesehen habt. Aber wenn man das Charvan eben auseinanderzieht, ja, dann ist der Effekt eben leider etwas ausgeprägter. Aber wie gesagt, nichts, was im Alltag wirklich stört, weil so fahre ich ja eigentlich nicht auf den Asphalt. Aber das wollte ich euch zeigen und das meine ich hier mit wobbelig. Ja, dieser Effekt ist eben da und ich möchte darauf hinweisen. Manche Falträder haben eine Dämpfung oder eine Federung, aber das Charvan hat keine. In dieser Ausstattung allerdings mit den Billy Bonkers Reifen braucht ihr das auch nicht. Das Charvan fährt sehr sportlich, aber auch gedämpft. Auf Kopfsteinpflaster kommt man auf jeden Fall lebend durch. Also meine Bandscheiben sind alle noch an ihrem Platz. Ja, das Charvan funktioniert gut für kleine und für große Menschen durch diesen Ziehharmonika-Effekt. Und ich saß eben auch in der kurzen Form drauf und da saß ich sehr gut drauf. Ja, das liegt vermutlich auch an diesem höhenverstellbaren Lenker. Ja, da habt ihr so ein bisschen Harley-Feeling. Und es sei gesagt, ja, hier passen Menschen von 1,25 Meter bis 2 Meter drauf. Ja, hier mal kurz die schicke ovale Sattelstange. Sehr schicke Anmutung, wie ich finde, und funktioniert prima. Allerdings lässt sich diese Stange nicht mal schnell rausnehmen, ja. Falls man also das Charvan im Kofferraum transportieren möchte und noch etwas Platz braucht, dann könnte man auf die Schnelle den Sattel abschrauben, das geht. Und die Stange geht auch, ja, aber dann müsste man den Rahmen öffnen und ein paar Schrauben noch wegnehmen. Das ist nichts für handwerklich Ungeübte, eher für den Bastler. Ja, der Fahrspaß ist bei diesem Fahrrad auf jeden Fall gegeben. Ja, durch die vielen verstellbaren Möglichkeiten saß ich wirklich sehr gut drauf. Und hauptsächlich entsteht der Fahrspaß auch durch den flotten Zeus-Motor mit leisem Riemenantrieb bis 26 km/h und eben auch diesen Bonkers-Reifen fürs Gelände.
Aber wie gesagt, auf Asphalt, da hat es auch gut funktioniert. Falten, ja. Also das Charvan-Falten ist so ähnlich wie beim Brompton. Im Prinzip ist es auch der Brompton-Faltmechanismus, ja, denn das Patent ist vor ein paar Jahren ausgelaufen und man kann es dann eben anwenden und benutzen. Und beim Charvan faltet sich das Rad allerdings zur anderen Seite. Aber alles sehr ähnlich. Und wir gucken uns das mal an. Man kann das Charvan hier greifen und hier auf diesen roten Knopf drücken. So, dann zack, faltet sich das Hinterrad einmal rum. Ja, die Pedale hier sollte nach oben zeigen. Darauf ist zu achten. So, jetzt könntet ihr den Lenker umlegen. Zack. Und jetzt ist man auch schon hier an diesem Drehknauf. Und jetzt legt man dieses vordere Element zu mir um. Zack, geht es ja einfach. Und jetzt ist das hier auch schon eingerastet. Ne? Es kann jetzt plötzlich nicht mehr zurück. Man müsste hier dafür diesen roten Schaft kurz drücken, zack. Und ich drehe es aber wieder zurück. Wieder eingerastet. Ja? Das ist der Mechanismus. So. Jetzt bin ich schon ziemlich weit. Im Prinzip kann man jetzt noch den Sattel runter. Und irgendwo war noch hier diese Gummilasche, die hängt hier. Und die, zack, schiebe ich jetzt hier raus. Ich fädel das jetzt hier so durch und hier gibt es so einen kleinen Nippel. Und hups, hier ist mir das gerade abgegangen. So, ist auch noch nie passiert, aber alles ist ja immer das erste Mal. Und jetzt ist es fast gefaltet. Jetzt kann ich noch hier vorne die Rolle. Jetzt steht es auf jeden Fall. Ja, und man könnte noch jetzt die Pedalen abmachen. In dem Fall ist das hier einfach nur reindrücken. Zack. Und bei der hier auch. Zack, alles ein bisschen kalt heute. Es ist April. Es ist wieder alles wahnsinnig kalt geworden. Keine Ahnung warum. Aber ich liebe es, bei Kälte ein Fahrrad zu falten. Juhu. So, das war das Zusammenfalten. Und ich würde sagen, jetzt entfalten wir es mal ganz flott. Das ist nämlich auch interessant. Ja, hier gibt es nämlich so einen tollen Brompton-Move. So, also Pedalen rein. Zack, zack. So, und im Prinzip jetzt, jetzt hier wieder das Öffnen. Hier ranfädeln. Das ist irgendwie nicht so richtig cool gelöst, aber geht. Man bricht sich nichts ab. Ja, es ist halt so ein Gummidraht. So, jetzt mache ich hier den Lenker hoch, den Sattel hoch. Mach den Lenker hoch. Fest. Löse das hier. Und jetzt kann ich diesen tollen Brompton-Move machen. Mal gucken. Hey, oh. Zack. Und jetzt fädel ich das hier wieder rein. So, jetzt komme ich zu meiner Lieblingsrubrik. Ja, das Ganze in kürzester Zeit zusammenfalten. Mal gucken, wie schnell ich bin. Irgendwann werde ich mal diese ganzen Faltgeschichten mal aneinander rein. Dann gucken wir mal, wo ich am schnellsten war. So, also Konzentration. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, hier noch flink die Faltmaße für das Charvan, wenn ihr es transportieren wollt. Ja, sei es im Auto, Campingmobil, im Boot, in der Bahn oder unterm Schreibtisch. Das sind die Maße für die kurze Version vom Charvan, allerdings mit Sattel. Ihr seht, wenn ihr den noch abmontiert, dann habt ihr noch mal etwas Platz gewonnen. Ja, also gar nicht mal so schlecht, was die Faltmaße betrifft. Ja. Und es wirkt durch die Billy Bonkers Reifen und den dickeren Rahmen zwar etwas groß, aber durch die Art, es wie ein Brompton zu falten und die kleinen 18 Zoll Reifen ist das schon okay. Wollt ihr es noch kompakter haben, ja, dann dürft ihr nicht die Bonkers als Reifen nehmen, ja, oder diesen Vorbau. Dann könnte man eben noch kleinere Maße erzielen. Und ihr seht hier zum Beispiel ein Foto von einem Charvan in einem Zug, ja, hier zwischen den zwei Sitzen. Das ist kein Foto von mir, aber ihr seht, das geht tatsächlich auch, wenn man nicht die Bonkers hat und keinen Vorbau hoch. So, an dieser Stelle schauen wir mal ganz kurz auf das Gewicht vom Charvan, ob das wirklich 18,5 Kilogramm sind. Okay, also diese 18,5 Kilogramm sind für ein
E-Bike wirklich leicht, aber für den einen oder anderen könnte das auch schon zu schwer sein. Ja, aber auch hier könntet ihr ja ein Charvan nehmen ohne Zeus-Antrieb und die wiegt so um die 15 Kilogramm. Ja, ich selber bin öfters mit dem Charvan zur Arbeit gefahren und hier bin ich in der Berliner S-Bahn unterwegs auf Rolltreppen. Allerdings hier ist das kein Problem und ich bin wirklich gut damit zur Arbeit gekommen. Also ihr seht, ne, es gibt Rolltreppen, alles ist ebenerdig, bis auf ein paar Treppen. Ja, die gibt es zum Beispiel hier. Und dann kann man das Charvan eigentlich ganz gut so auf die Schulter legen und dann die Treppen rauf und runter tragen. Idealerweise sollte dann noch so ein Schaumstoff vom Rucksack oder so zwischen Sattel und Schulter sein. Aber es hat funktioniert, also zu viel tragen sollte man nicht, wegen diesen 8,5 Kilogramm, aber dieses Unterwegssein war aber für mich so okay. Ja, und meine Zuschauer hier im Kanal wissen es, aber wer es nicht weiß, ein Faltrad, ja, das ist kostenlos in der Bahn, ja, es kostet kein Fahrradticket, ja, hier in Deutschland, ja, denn es gilt eben als Gepäckstück. Und daher reicht in der Bahn quasi eine einmalige Faltung. Und ich habe da auf dem Weg zur Arbeit da verschiedene Faltungen mal ausprobiert und fand aber eben einmal Falten als ausreichend. Ja, dann ist das Rad tatsächlich klein genug und es steht auch, wenn man hier das Vorderrad etwas quer stellt. Klar, ihr könnt das Charvan auch zweimal falten, ja, zum Beispiel auch bevor der Zug kommt auf dem Bahnsteig. Und dann zieht man das Charvan rückwärts in die Bahn. Ja, das funktioniert so ganz gut. Man kann es auch vorwärts rollen. Also durch diese kleinen Rollen kommen dann doch Unebenheiten. Könnte das an Kanten etwas problematisch sein. Und deswegen sage ich, rückwärts ziehen geht immer. So, an dieser Stelle zeige ich euch noch, wie man dieses Faltrad in der Größe ändert. Ja, das funktioniert, indem man hier diesen Schalter umlegt und dann an dieser Imbusschraube dreht und dann kann man es stretchen oder wieder zusammenziehen. Ja, und wenn man das so macht, dann passt es auch hier diese tolle Reisetasche und ja, kleine Kinder ab 6 passen da tatsächlich rauf. Hier, Charvan Bike hat mir mal dieses Video zugesendet von dem kleinen Jungen. Bitte nicht nachmachen, ja, aber ihr seht, auch ganz kleine Kinder können damit fahren. Ja, eine sehr coole Sache und auf jeden Fall sollte man dazu ein Imbus-Tool dabei haben. Ja, ihr habt ja gesehen, das Charvan ist schwarz. Allerdings gibt es das ja auch in anderen Farben zu kaufen. Die Außenhaut ist ja austauschbar. Aber mal angenommen, du bist Firmenchef. Wie wär's mal mit einem personalisierten Charvan? Ja, viele Firmen geben ihren Mitarbeitern Jobtickets. Ja, dann können sie mit der Bahn zur Arbeit oder können das Fahrrad oder das Faltrad da mitnehmen. Das ist natürlich eine großartige Sache. Aber wie wäre es eben mal mit so einem personalisierten Firmenrad? Oder ihr seid Fan von irgendeiner Sache, ja, hier wie zum Beispiel dieses Fußballclub-Fahrrad, ja, oder irgendeine andere Sache. Ihr habt irgendein Hobby und wollt das auf eurem Fahrrad darstellen, ja, und auch dann könnte man sich an Charvan richten und dieses Faltrad personalisieren lassen. Hier sind wir auf der Zubehörseite von Charvan und ja, wenn man hierauf klickt, dann seht ihr die ganzen Ersatzteile, falls mal irgendwas kaputt geht am Fahrrad selber. So, und dann kommen wir wieder zurück zum Zubehör. Hier seht ihr das Zubehör. Das ist noch nicht so viel, aber zum Beispiel ganz toll finde ich hier diese Transporttasche. Die ist auch wirklich gut, weil sie absolut angepasst ist an das Charvan und von guter Qualität. Hier sogar mit Sattelhinweis und so checkt man sofort, wie das Charvan reinkommt. Die Pedalen legt ihr in das Fach hier, wo auch ein Imbusschlüssel drin Platz hat. Ja, das Ganze macht einen sehr robusten Eindruck und hat 2 Riemen zum Tragen als Rucksack und noch 2 Laschen. Ja, damit kann man diesen Rucksack auf den Rücken bekommen oder man kann das Ganze auch wie eine Tasche tragen. Aber aufgrund des Gewichts von 19 Kilogramm sollte man das nicht zu lange machen. Ja, sehr schön. Also es trägt sich wirklich gut, auch wenn es 19 Kilogramm sind. Ich komme mir hier vor wie der Holzmichel, aber ohne Holz. Ja, bevor man das Charvan in die Tasche packt, muss man es klar ganz klein falten und auch mit dem Imbus kürzen. Ja, sonst passt es wirklich nicht rein. Ja, und für diese Aussage habe ich bestimmt 5 Minuten versucht, das Charvan in die Tasche zu bekommen, bis ich endlich checke, dass ich das Charvan kürzen muss, damit es passt. Ja, manchmal bin ich einfach bekloppt, aber genau aus diesem Grund ist ja auch dieser Radkanal entstanden.
Des Weiteren sehen wir bei dem Zubehör hier noch die Fernbedienung für den Zeus und auch diese schicke Handyhalterung, und die kann ich auch wirklich empfehlen. Ja, da hat nichts geklappert und ich fand die wirklich sehr praktisch. Ja, des Weiteren gibt es hier irgendwo noch Schutzbleche, sehe ich gerade nicht, und auch diesen Gepäckträger, den könnt ihr mit 10 Kilogramm belasten und eine Gepäcktasche zu jeder Seite passt da auch ran. Ja, kommen wir zum Fazit von diesem Charvan Faltrad. Ja, das ist ja hier so ein bisschen eine Mischung optisch, ja, aus dem Go-Cycle und aus dem Velobike, ja, was ja auch den Zeus-Antrieb hat. Und naja, so allzu viele Fahrräder gibt es ja nicht, ja, mit Zeus-Antrieb. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, ja, welche Fahrräder es noch gibt mit diesem Antrieb. Ja, und dieses habe ich dort auch vorgestellt in diesem Video, das Charvan, und kurz danach wurde es mir prompt zugeschickt oder übergeben. Tja, also, und wie ist mein Schlussfazit dazu? Ja, optisch, ich finde es cool, spacig. Mir gefällt das, so wie es ist. Klar, die Anmutung hier ist ein bisschen Plastik, aber trotzdem sieht es schick aus und zieht in der Stadt tatsächlich immer Blicke auf sich. Also die Leute gucken, sind interessiert, was ist denn das? Cool. Sprechen auch einen teilweise an, ja, und dann kann man das Falten zeigen, wie das Ganze so funktioniert, und das ist auch mal spannend. Leute finden das irgendwie cool, wie man Fahrräder so klein kriegt. Und ja, und dieses ist echt, ja, ein amtliches Faltrad. Also ihr seid ja auf der Suche wahrscheinlich nach einem Faltrad, und ihr habt ja gesehen, ich habe das auf dem Weg zur Arbeit getestet. Ja, wie funktioniert das in der Bahn, und zumindest in der Berliner S-Bahn war das überhaupt kein Problem für mich. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ebenso ist es eben sehr sportlich, geländetauglich, ja, durch diese Pumptrack-Reifen, aber auch das Fahren, ja, es ist ja eher agil, ja, dieses Wobbeln, ihr wisst, das ist nicht so cool, aber es stört nicht allzu sehr, und so im Gelände überhaupt nicht. Und so fürs Gelände finde ich das auch sehr praktisch. Ja, Berge und so kannst du ja auch gut erklimmen. Ja, 16% sind drin mit diesem Zeus-Antrieb. Allerdings muss man hier schalten, ne? In dem Fall hier in den ersten Gang, und dann kommt man eben auch 16% Steigung gut hoch. Ja, ansonsten war ich ja wirklich sehr begeistert eben, dass man hier das verändern kann. Ja, also wirklich, wer eine Firma hat und sagt, ja, so ein paar Firmenbikes und ich passe mir das individuell an, dann ist das ziemlich cool, weil ihr habt ja auch eine Fläche, ja, wo ihr Sachen raufdrucken könnt. Das macht, glaube ich, auch die Firma, die diese Bikes herstellt. Ja, und ebenso ist es auch spannend, ja, vielleicht für Familien, die Kinder haben. Ja, wenn die Kinder 6, 7 oder 8 Jahre alt sind, ja, und wachsen immer noch, ja, dann kann man hier klein anfangen und zieht es dann auseinander, wenn die Kinder größer werden. Wobei ich ja auch zusammengestaucht damit gut fahren konnte. Und das liegt eben einfach daran, dass die Sattelstütze wirklich sehr hoch ist und das hier vorne auch eine tolle Sache ist, dass ihr den Lenker höher stellen könnt. Immer wichtig, ja, dass die Ergonomie stimmt beim Fahrradfahren. Und ich finde, das ist hier gegeben. Klar, der Sattel, das ist ja austauschbar. Auch hier die Pedale, die war mir hier zu rutschig. Kann man aber einfach austauschen bei jedem Fahrradhändler. Aber kommen wir mal zum Punkt Service. Ja, denn das ist ja auch vielleicht eine wichtige Sache für euch. Ihr sagt jetzt, ja okay, Slowakei. Ihr könnt ganz bequem das Fahrrad über die Webseite bestellen von Charvan Bike. Das ist kein Problem. Dann wird euch eins zugesendet. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn irgendein Defekt ist? Ja? Klar, kleine Sachen, Reifen, ein Platter oder was auch immer, Pedale wechseln. Ja, das kann jeder Fahrradladen mit Reparaturstationen. Aber wie ist es eben mit dem Zeus-Antrieb? Ja, aber auch das ist nicht so das Problem, denn es gibt tatsächlich eine ganze Menge Händler, die den Zeus-Antrieb aufnehmen können. Das heißt, ihr müsst dort wahrscheinlich das Fahrrad oder den Zeus-Antrieb abgeben und dann schicken die das wahrscheinlich auch nur zu Zeus nach Mailand. Oder vielleicht können diese Werkstätten das auch teilweise reparieren, das weiß ich jetzt nicht. Aber in Deutschland gibt es für den Zeus-Antrieb auf jeden Fall Ansprechpartner. Ich hatte in meiner Testzeit auch ein bisschen Probleme mit der F-Neo Dreigangschaltung. Da fehlte dann irgendwie ein Gang. Und das war dann aber nicht so schwer. Ich habe dann mit Charvan Bike kommuniziert. Das funktioniert super. Und es war dann wohl hier diese kleine Stellschraube, die ich ein bisschen drehen musste. Und schwupps, waren plötzlich die 3 Gänge wieder da. Also kein Problem. Es ist möglich, da Kontakt aufzunehmen. Allerdings möchte ich natürlich nicht hier das noch auseinanderbauen. Das finde ich jetzt auch zu krass. Und ich muss auch gestehen, ich habe 3, 4 Fahrradhändler in meiner Gegend schon angesprochen. Keiner kannte die F-Neo Dreigangschaltung und haben mir noch mal abgeraten.
bevor die da rumpuzzeln. Naja, das ist so eine Sache. Aber ansonsten denke ich, ist das ein relativ pflegeleichtes Fahrrad. Also allzu viel Probleme wird es hier nicht machen. Ansonsten habt ihr natürlich auch noch eine Garantie, also zur Not zurückschicken geht natürlich auch. Tja, also wenn ihr ein robustes Fahrrad sucht für euer Campingmobil, euer Boot, um damit so ein paar kleine Ausflüge zu machen, zum Bäcker zu fahren, den Ort zu erkunden, dann ist das hier schon ein cooles kleines Faltrad, was eben auch gute Packmaße hat. Das Problem natürlich in Deutschland, Probefahrten sind aktuell nicht möglich. Es gibt einfach keinen Händler, die das haben. Da müsst ihr einfach schauen, wenn eine Fahrradmesse ist und vielleicht ist der Dusan Mandulak dann vertreten, ja, von Charvan Bike. Und da könnt ihr dann wahrscheinlich das Charvan Bike Probe fahren. Ja, also das war mein Charvan-Test, ja, hier aus dem Park Babelsberg. Ist ein bisschen hier wie in Hobbithausen. Schöner Ort. Vergesst nicht, ja, helden.de, das ist eine Fahrradversicherung. Fahrrad versichern, ja, egal was für ein Fahrrad ihr habt, das sind teure Fahrräder, könnte sich es lohnen, das noch extra zu machen, nicht über die Hausrat. Vielen Dank fürs Zuschauen, ja, wie immer. Kanal abonnieren, Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.